Wieso Chapter 2, der Damsel? You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Immer noch. Wer sagt jetzt übrigens, dass jetzt das Spiel nochmal anfängt, weil wir sind bei Chapter 2. Wer sagt nicht, dass ich jetzt eine zweite Person bin, die wieder das Gleiche macht? You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ja, wenn ich das mache, dann bla bla bla. Ich habe ein ziemlich böses Déjà-vu. Wow, wait, hasn't this already happened? Hey, Moment schon, ist das nicht schon bereits passiert? Okay, nein. But I died. What I'm doing here? Aber ich bin doch gestorben, was mache ich jetzt hier? Oh, you bastard, you're in for it now. I'm wise to your tricks. Proceed the cabin, turn around and leave. Ja, aber ich bin doch gestorben. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Gute Frage. I can assure you that you're not dead. Ja. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Ja. Er kann mir versichern, dass ich nicht tot bin. Und zur zweiten Frage, ich bin hier zum Prinzessin umbringen. Ich habe gar keine zweite Frage gestellt. Maybe it's best to keep it that way. Ah, der Hero kann sich anscheinend erinnern. Der sagt, hey, wenn er sich nicht mag erinnern, ist es vielleicht besser, wenn wir einfach so weitermachen. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. If we're going to save her beloved, we'll have to be sneaky about it. Ah, das Mitten sagt mir jetzt, er hat es nicht einmal richtig realisiert, oder? Beim letzten Mal. Wenn wir sie retten wollen, dann müssen wir ein bisschen trickreicher umgehen. Beloved? Our beloved. Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ja, jetzt sagt der Narrator, ja natürlich, du musst extrem geheimnisvoll sein, wenn du beabsichtigst, Prinzessin zu retten. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. Das Mitten sagt, hey, so, jetzt sind alle Karten auf dem Tisch. Und du weißt, dass wir und die Prinzessin ins Leben. Und wir versuchen alle Attentatsversuche auf die Prinzessin zu vereiteln, quasi. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. Sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Ja, genau. Also der Narrator sagt, wir sollten vor allem das Mitten ignorieren, spezifisch er. Weil, so wie es uns sieht, ist gerade er der die ganze Welt wird opfern, nur damit er den Schmutz quasi auf die Backen bekommt. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Ja, genau. Er sagt, was soll ich sagen? Eine Welt ohne Liebe ist eine Welt, die es nicht wert ist, gerettet zu werden. Das stimmt. Let's assume I'm telling the truth and all of this really didn't already happen. Why should I listen to you? Why should I bother doing anything? Let's assume I'm telling the truth and all of this really didn't already happen. It did already happen. Why should I listen to you? Ich kann dich natürlich fragen. Angenommen, wir sagen die Wahrheit, weil das Ding glaubt ist ja nicht der Narrator. Und alles, was ich sage, ist bereits passiert. Wieso sollte ich dir überhaupt dazu hören? Wieso sollte ich überhaupt noch etwas davon machen? Ja, das ist eine gute Frage. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Er sagt, das sind zwar zwei verschiedene Fragen, aber okay, ich gebe mir
das zu beantworten. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Mhm. Sagen wir mal, du bist die zweite Version, das ist die zweite Version von mir. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Ja, also du bist letztes Mal gestorben, weil du vermutlich nicht das gemacht hast, was ich dir gesagt habe. You were the one who did us in, villain. Genau, und du bist ja der gewesen, der uns in die Situation gebracht hat. Stimmt? Well, not you in the literal sense, but you did everything you could to stop us from rescuing her. Yeah, not you in the literal sense, but you did everything you could to stop us from rescuing her. Aha, also nicht du im wörtlichen Sinn, sondern du hast einfach das gemacht, um sie zu befreien. Das stimmt, weil das ist ja nicht ich gewesen, sondern ich bin ja der vor dem Bildschirm hockt. Oh, I wonder why. Maybe it's because the entire world was at stake. No lone princess is worth that price. Aber ich frage mich, warum. Maybe because the entire world was at stake. Also die ganze Erde steht, also die ganze Welt steht auf dem Spiel. Keine einzige Prinzessin ist das wert. I beg to differ. Er sagt, da wette ich dagegen. I'm not going to argue with you. I'm just going to take a deep breath and assume that whoever is making the decisions here has the common sense to ignore your protestations. I'm not going to argue with you. I'm just going to take a deep breath and assume that whoever is making the decision here has the common sense to ignore your protestinations. Was? Nein, das stimmt nicht. Also das würde jetzt eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt das noch einmal übersetze. Ich werde nicht mit dir streiten. Ich werde einfach tief durchatmen und davon ausgehen, dass derjenige, der hier die Entscheidungen trifft, den gesunden Menschenverstand hat, ihre Proteste zu ignorieren. Wieso sollte ich seine Proteste ignorieren? Nein. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Ja, und zu meiner zweiten Frage, wieso sollte ich das überhaupt machen? Ich frage, damit ich vielleicht eine weniger gefährliche Aktion treffe als beim letzten Mal. Wo vielleicht weniger Konsequenzen hat. Ja, das stimmt. What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Was meinst du? Natürlich sind da keine Konsequenzen. Du hast uns dazu gebracht, du hast die Prinzessin dazu gebracht, uns umzubringen. Und schon sind wir wieder hier. Das sieht nicht wirklich aus, als gäbe es Konsequenzen. Das stimmt eigentlich. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? Ja. Der Narrator sagt jetzt ja. Das ist ein hypothetisches Szenario. Aber wer hat die Frage gestellt, wie wir überhaupt jemals jemand eine Frage gestellt, wie wir hierher gekommen sind? Ist einfach die Zeit zurückgedreht worden oder sind wir in eine komplett andere Welt teleportiert worden? Das wissen wir nicht. If it's the latter, what do you think happened after you died? So, was? If it is the latter, what do you think happened after you died? Ja, also das Letztere wäre ja gewesen, wir wären in eine andere Welt teleportiert worden. Und dann stellt sich die Frage, was ist mit mir passiert, wo ich gestorben bin? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would?
Oder ist es vielleicht sogar, hast du das Gefühl, dass dann alle glücklich werden, wenn ich ja noch tot in der anderen Welt liege, quasi? Oder denke ich, dass die Prinzessin ungehindert erkennen, die Welt verlassen, quasi das Ende beschwören, so wie er es ja eigentlich gesagt hat? She would never. She's a perfect angel that you cruelly imprisoned as part of some convoluted, dastardly scheme. Das muss ich jetzt übersetzen, weil ich habe keine Chance, das zu übersetzen, weil das sind also Wörter, die ich jetzt nicht kenne. Das würde sie niemals. Sie ist ein perfekter Engel, den sie im Rahmen eines komplizierten, heimtückischen Plans grausam eingesperrt haben. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt zwar nicht. Weil eigentlich ist es ja nicht heimtückisch, sondern es ist einfach, er hat es einfach gesagt. Convoluted. I don't know how this premise could be any more simple. Princess bad, stop her, save everyone. Aber das hinterlistig, er glaubt, er denkt nicht, dass das überhaupt in Frage kommt bei so einer einfachen Aufgabe. Die Prinzessin ist böse, herauf, dass sie böse, also du sie daran hindern, quasi umbringen und du einfach jeden retten. I'm with them. I'm going to find a way to save her from the cabin. Let's talk about this princess. Proceed the cabin. Turn around. Lass uns doch mal eigentlich über die Prinzessin reden. Ja. Just be quick about it. Halt dich kurz. The only reason she was even able to kill me last time was because I let her. She could barely hold a knife. How is she supposed to end the world? Who locked her in that basement? What is... ist anders geschrieben. Ja, genau. Also, wer hat sie dort abgesperrt und was hat es mit dem Ort überhaupt zu tun? Ich meine, da wird eine Ausrede gefunden. The only reason she was even able to kill me last time was because I let her. Der einzige Grund, wieso sie mich letztes Mal umbringen ist, weil ich sie gelassen habe. Sie konnte ein Messer heben. Wie kann sie überhaupt die Welt ändern? Gut, das wissen wir ja eh nicht. Das hat ja auch nicht mit ihrer Stärke wahrscheinlich zu tun. Das hat wahrscheinlich einfach vielleicht mit der Kausalität zu tun. Sie ändert einfach die Welt. Fertig. Who locked her in the basement? Wer hat sie überhaupt nicht eingesperrt? Genau. Und was hat es mit dem Ort auf sich? Ja, genau. People locked her in that basement. And I Leute haben told sie you what this gesperrt. place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Leute haben sie dort unten eingesperrt und ich habe dir das schon mal gesagt. And I told you what place is. It's a path in the wood. Also, ich habe dir auch gesagt, wo das ist. Das ist in einem Pfad im Wald. Und mach nicht Sachen komplizierter. If people locked her away, why couldn't they slay her? Why is this falling on me? Also, wenn ja schon Leute sie dort eingesperrt haben, wieso muss ich sie umbringen? Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Ja. Er sagt, look, er sollte das eigentlich nicht sagen, aber das ist, weil ich speziell bin. Ich bin die einzige Person, die fähig ist, das zu machen. Wir können es auch Prophezeiung nennen, wenn das hilft. But it's just the way things are. Aber es ist schlussendlich einfach das, was es ist. Oh, I didn't know we were special. Und der Held sagt jetzt, ich habe gar nicht gewusst, dass wir speziell sind. Of course you're special. Why else would you be here? Natürlich sind wir speziell. Was haben Sie das Gefühl, wieso wir da sind? Calling us special isn't going to make us friends, even if it did feel nice. Ja, und der Smitten sagt jetzt, uns speziell zu nennen, macht uns jetzt noch lange nicht zu Freunden, auch wenn es sich natürlich gut anfühlt. Oh, believe me, the last thing I want is for you and I to be friends. But I'm a professional, and I'm not going to let my dislike for you get in the way of helping you save the world. Ja. Oh, glaubt mir, das Letzte, was ich wollte, ist mit euch befreundet sein, aber ich bin professionell. Und ich
möchte nicht zu missen quasi, dass wir schlussendlich die Welt durch das rettet. The only reason she was even able to kill me, you're being... was cagey? What aren't you telling me? Also warte, ich muss es schnell übersetzen. Sorry, wenn ich einmal da... Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Du bist zurückhaltend, was verschweigst du mir? Dass meine Abneigung gegen dich davon abhält, bei der Rettung des Planeten zu helfen. Ach so. Ja, er ist zurückhaltend. Er sagt mir einfach, dass wir speziell sind, aber er sagt mir eigentlich nicht warum. You're being... okay. What aren't you telling me? I told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Nein, würde ich nicht sagen. Mit mehr Informationen kann man den Job in der Regel eigentlich besser machen. Er sagt jetzt gerade, ich habe dir doch alles gesagt, was du brauchst zu wissen. Und mehr Details, über was du machen solltest, macht so Sachen nur kompliziert für eine Situation, die eigentlich sehr einfach wäre. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to take me at my word. Das macht es nicht besser, Kollege. Er sagt jetzt gerade, vielleicht kehre ich mich gerade an wie eine Scheibe, also eine CD, die Sprung hat. Aber je weniger als du weißt, desto... Oder ein Broken Record, das heisst wahrscheinlich mehr so... Ich höre mich vielleicht ein bisschen schrullig an, aber je weniger als du weißt, desto besser ist es für dich. Vielleicht klingt es für dich so, als würde ich etwas vor dir verheimlichen. Aber eigentlich wollte ich nur, dass du das machst, was ich dir sage. The only reason she was able to kill me last time because I let her. Eigentlich ja. Nein, ich habe sie nicht gelassen, weil das habe ich ja gar nicht entschieden. Das stimmt eigentlich gar nicht. The only reason, der einzige Grund, wieso sie mich letztes Mal umbringen konnten, war, weil ich sie gelassen habe. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin dazu zu... Das stimmt eigentlich gar nicht. Sie hat mich einfach umgebracht, weil ich Kontrolle verloren habe. Also habe ich sie nicht mich umbringen, sondern ich habe gar keine andere Wahl gehabt. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Ja, genau. Und er sagt jetzt gerade, wenn es nicht machen würde, wäre es vielleicht gut, du würdest jetzt endlich mal in einem Atemzug die Welt vor dem Ruin retten. Explore, I'm with them. I'm going to find a way to save her from the cabin. Ja, alles, was ich sage, kommt ja der Narrator mit über. Turn around and leave. I'm with them. I'm going to find a way to save her from the cabin. Ja, das finde ich auch. Also, vielleicht sagen wir sogar das. Es ist zwar, der Narrator kommt es mit über, aber ich habe ja jetzt zwei Kollegen, der Smitten und der Hero. Und ich sage einfach, hey, ich sehe das genau so wie sie. Ich finde irgendeinen Weg, sie zu retten. That's right. You can't stop all of us. Genau, hey, das ist richtig, du kannst nicht alle von uns stoppen. We're going to sweep her off her feet if it's the last thing anyone does. Genau, wir holen sie dort raus und wenn es das Letzte ist, was wir machen. Are these really the sorts of people you'd like to align yourself with? You're not at the cabin yet. You still have plenty of time to reflect on the situation. I just hope for all our sakes that you make the right call. Er sagt, sind das wirklich die Leute, die du dich damit abgeben willst? Ach. Du bist zwar noch nicht im Haus, also du hast noch eine Haufen Zeit, über die Situation zu reflektieren, und er hofft, dass wir das Schicksal, dass wir die richtige Entscheidung für das Schicksal von dieser Welt treffen. Proceed, turn around and leave. Was passiert, wenn ich turn around and leave mache? Keine Ahnung. Proceed to the cabin. Wir gehen mal zur Cabin. A warning before you go any further. Ja, Achtung, bevor du weitergehst. She will lie, she will cheat, ja. she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Ja, wieso musst du mir jetzt das nochmal sagen?
Er sagt mir jetzt quasi, sie liegt, sie betrügt mich, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um mich davon abzuhalten, sie umzubringen. Also ich soll ihr kein einziges Wort I glauben. already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. Das ist so eine geile Sache. Er sagt jetzt gerade, hey, wir spielen nicht mehr länger das Spiel mit und vertrauen da nicht auf deine Lügen. Das Einzige, was wir wissen, ist, das Einzige, was wir glauben, ist die Schönheit von ihr. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. Mhm. Er hat also der Voice. I'm thinking ich denke, wir sind schon lange über das hinweg. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. Ich glaube, er kehrt sich einfach gern selber sprechen. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Er sagt, ich muss das machen, ich rede aus meinem Herz, das ist meine Passion ist viel zu gross, um meine Emotionen zurückzuhalten. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Der Hero sagt jetzt, ja, natürlich hast du eine starke Passion oder eine starke Beziehung dazu, aber nicht jeder muss das von uns kehren. Und vielleicht ist es manchmal besser, einfach ruhig zu sein. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Aber ich soll diesen Diskussionen keine Beachtung schenken, ich soll einfach meinem Task folgen. Proceed into the cabin. Was wir natürlich nie gemacht haben, ist uns umgeschaut, ob irgendwo der Schlüssel ist. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Das Innenleben von der Hütte sieht schön, sauber und elegant aus. Es ist mit sehr elegant verzierten Steinen quasi Beut. Befitting a royal prisoner. Es sieht aus wie für ein königliches Gefängnis. Und der einzige Gegenstand in dem Raum ist der Holztisch und das Messer. Und ich weiss es jetzt gerade von der Demo. Ich habe natürlich jetzt andere Entscheidungen getroffen als bei der Demo. Also ich habe die Demo nicht selber gespielt, ich habe jemandem zugeschaut und habe natürlich andere Entscheidungen getroffen. Und darum finde ich es manchmal noch geil, eine Demo nicht selber zu spielen, sondern einfach zuzuschauen, weil dann hat man die Möglichkeit, die Entscheidungen zu treffen, die man würde treffen, und dann nimmt natürlich die Geschichte einen ganz anderen Flow. Und jetzt habe ich wirklich mal selber entscheiden, wie ich antworte. Und ich weiss zum Beispiel, dass der Spiegel eine Funktion hat. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Der Blade ist das Messer ist mein Werkzeug. Ich brauche das, um meinen Job richtig zu machen. You didn't say anything about the mirror on the wall. Du hast nicht vom Spiegel an der Wand gesagt, this whole cabin is different than the last time. Also der ganze Ort sieht anders als das letzte Mal. Das müssen wir ihm gar nicht sagen. Approach the mirror, take the blade, enter the basement. Also wir gehen mal den Spiegel anschauen. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Du schaust zur Wand vor der Kellertür. Es ist einfach eine Wand und es gibt nichts, wo du da What are you siehst. talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Und der Hero sagt jetzt, von was redest du? Es ist doch keine Wand, das ist ein Spiegel. Oder mindestens wäre es ein Spiegel, wenn wir die Staubschichten wegputzen. Wipe the mirror clean. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Er sagt, du hebst deine Hand vor und reibst deine Hand gegen die Wand. Ich hoffe, du weißt, dass du lächerlich so aussiehst. But there was a mirror a second ago. Aber da hat sich jetzt vorher einen Spiegel gehabt. Now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. We would have a feather out of place and now we'll never know. We
can't sweep her off her feet. If we have a feather out with... Hä? Das check ich jetzt nicht ganz. Ich muss es schnell übersetzen. Tut mir leid. Ich meine, ich weiß, was ein Feather ist, aber er sagt jetzt... Und jetzt ist es weg, Mitleid. Es könnte sein, dass eine Feder fehl am Platz ist und jetzt werden wir es nie erfahren. Wir können sie nicht galant von den Füßen fegen und wenn uns eine Feder fehl am Platz ist. Okay, er sagt eigentlich indirekt, dass jetzt, wo der Spiegel weg ist, dass wir sie nicht retten können. Der Spiegel ist in dem Fall essentiell. Wir gehen aber wieder ohne Messer ab. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Also die Tür zum Keller geht auf und gibt eine wunderschöne Stege frei. Gold-trimmed, also in Gold eingehüllter Teppich. Erhellt, Carpet glimmers, glitzert im Licht von den schön platzierten Fackeln an der Wand. Der Keller sieht so willkommen aus in dem schönen, dimmeren Licht. But it's still a stone basement. Ja. The princess lives here. Slaying her is probably doing her a favor. Nein? Oder schlussendlich ist es gleich einfach ein Steinkeller. Wenn wir sie umbringen, machen wir ihr Gefallen. A soft voice carries up the stairs. So eine sanfte Stimme kommt unten rüber. Hello? Is someone there? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I can hear wedding bells already. Ja, Ding Dong. Ihre Stimme, sie ist noch viel schöner als beim letzten Mal. Wieso sagt das der Smitten? Der Smitten ist beim letzten Mal gar nicht dabei gewesen. Manchmal kommt mir das so vor, als wäre der Hero und der Smitten eine Art wie Zuschauer, die mit mir zusammen die Geschichte durchgehen und das jetzt beurteilen. Und die wären schon immer rum gewesen, aber kommen jetzt einfach nur in dieser Welt zur Geltung. I can hear wedding bells. Und ich habe jetzt das Gefühl, da jetzt alles anders ist, unsere Entscheidungen werden mitgetragen. Also das heisst, die Entscheidungen, die wir letztes Mal gemacht haben, haben Einfluss auf den Run. Es ist nicht so wie... dass es jedes Mal wieder frisch ist und wir wieder frische Möglichkeiten haben, sondern ich habe das Gefühl, es kommt darauf an. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine Überlegung oder meine Prognose, ich habe das Gefühl, wenn wir immer das Gleiche machen und sie immer versuchen zu retten, dann machen wir immer das Richtige, egal was der Outcome ist. Also quasi, uns geht es dann nicht darum, das Spiel richtig durchzuspielen, ein Good Ending zu bekommen, sondern wir machen einfach unabhängig davon jedes Mal die richtige Entscheidung. Und ich glaube, auf das läuft es doch schlussendlich daraus, dass wir etwas nicht machen, weil wir eine Belohnung dafür bekommen, sondern unsere Überzeugung. Und ich versuche jetzt mal den Weg zu gehen, dass wir einfach unsere Überzeugung immer das Richtige machen. Also ethisch das Richtige, sagen wir es mal so. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Der Hero sagt, ich habe jetzt mal meine Schnurren, weil das, was du sagst, geht ein bisschen zu weit. Du kennst eine Prinzessin kaum. We can still do right by her without all this over-the-top falling. Also wir können das auch machen, ohne das ganze gross gekotzte Geschnurr. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Ja, das ist jedem recht, wenn du die Schnurren hast quasi. Und du bist nicht in sie verliebt. Erinnere dich einfach daran, dass ihr Charme quasi nur eine Form von Manipulation ist. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Du kommst ab und schaust hier rein und das hat wieder eine schwere Kette um sie herum.
My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Hey, meine Liebe, wir sind da, um dich vor dem ungerechten Einsperren zu You retten. know she can't hear you, right? Der Narrator sagt, du weißt schon, dass sie dich nicht hören kann. Also sind das Stimmen in ihrem Kopf innen vielleicht? Sind wir eine Art wie schizophren vielleicht? Das ist auch möglich. She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Das Mitten ist geil, ich liebe das. Vielleicht mag sie meine Worte nicht hören, aber ich bin mir sicher, dass sie den Geist von meinem Herz, der Geist von meinem Herz spürt. Oh, your spirit's plenty loud, all right. Ja, dein Geist ist sehr laut, ja. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Okay, sie ist mega happy. Obwohl sie es zum ersten Mal in dem Live sieht. Und sie sagt, du bist es. Mein eilender Held. Und sie sagt, I was so worried you wouldn't come back. Ich bin so besorgt, dass du nicht mehr zurückkommst. Das bedeutet, sie weiss noch, was beim letzten Durchlauf passiert ist. Und sie ist jetzt happy, dass wir wieder leben. Obwohl sie es nicht schnallt, warum jetzt wir wieder da sind. Und sie sagt mir Hero, weil sie weiss, dass ich sie beim letzten Mal retten wollte. Did you hear that? She said we're dashing. Ja, hast du es gehört? Sie sagt, dass wir... Dashing ist ja Island quasi. Oder? Das ist schneidig. Okay, der halt schneidig. And she called us a hero. Und sie hat diesen Held genannt. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Was? Flattery. Das heisst so viel wie: Schmeicheleien sind bei euch wirklich von großer Bedeutung, nicht wahr? Ja, die Menschheit besteht uns Liebe. Also eigentlich ist der Sinn der Menschheit, dass wir es alle gut haben miteinander. Wieso? Sich nicht gegenseitig loben und einmal etwas Gutes sagen. Sind wir da, um uns gegenseitig dumm anficken, oder was? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. Oh. Aber der Narrator weiss es beim nächsten Durchlauf nicht mehr. Er sagt, aber Moment schnell. Waiting for you to come back. Ich habe auf dich gewartet. Er kann nicht glauben, was er jetzt gerade hört. Das würde ja wirklich, das wäre ja ein inkontroverser Beweis, dass wir die Wahrheit sagen und dass wir vielleicht schon mal da gewesen sind. Das heisst, der Narrator hat jetzt auch gecheckt. That's right, villain. And you killed us. Na, das stimmt, du Bösewicht, und du hast uns umgebracht. Well, she killed us. Also ja, schlussendlich hat sie uns But umgebracht. because he made us try and kill her, it was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Ja, genau. Aber das ist doch nur, weil wir versucht haben, sie umzubringen. Es ist, Selbstverteidigung gewesen. Die Hände unserer Geliebten bleiben unbefleckt von Grausamkeit. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Aha, und der Narrator sagt jetzt, und du bist jetzt einfach gestorben. Also, das heisst in dem Fall, eine ganze Welt ist quasi zugrunde gegangen. Und I'd really hoped I'd be the first. Und er hat jetzt wirklich gehofft, dass er der Erste ist. Wieso? Also der Narrator hofft, dass wir der Erste sind, weil er nicht will, dass wir jetzt schon eine Welt vernichtet haben. Aber was passiert ist jetzt passiert. Hauptsache, wir haben jetzt unsere Chancen bei dem mal richtig ergreifen. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Was hat er? Aber Moment schnell, wenn sie wirklich eine Welt geändert hat, bist du sicher, we want to do this? Bist du sicher, dass wir das machen? Are you sure we want to rescue her?
ended our world. Are you sure we want to do this? Jetzt warte, wenn sie tatsächlich eine Welt zerstört hat, bist du sicher, dass wir das tun wollen? Sind sie sicher, dass wir sie retten wollen? We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. We never saw a world end. Wir haben nie eine Welt gesehen, zu Ende gehen. Das stimmt. Das haben wir wirklich nicht. Und vor allem, sie ist ja noch rum. Der Narrator ist noch rum. Das Haus ist zwar ein anderes. Wir sind noch rum. Der Hero ist noch rum. Es ist einfach ein anderes Setting. And I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny. Dass wir unser heroisches und romantisches Schicksal sollten weiter verfolgen. Shan't let us convince otherwise. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er ruft dich von ihm zu beeinflussen. And it hurt a lot. Why did you do that? Ja, das muss ich doch nicht fragen. Sie hat ja keine andere Wahl gehabt. Mal, sie hat eigentlich eine andere Wahl gehabt. Sie hat mich eigentlich ja gar nicht müssen umbringen. I didn't bring a knife, so I have to cut you out again. Cut you out again. Hey, ich habe wieder kein Messer. Do I have you cut you out again? Muss ich dich noch eins davon raus? What happened after I died? Oh ja, das kann ich dich fragen. Hey, was ist passiert, als ich gestorben bin? Weil sie mag sich ja noch daran erinnern. You died, and now we're talking. Und jetzt reden wir wieder miteinander. Du bist gestorben und jetzt reden wir wieder miteinander. What? Das heisst, die Welt ist nicht zu Ende gegangen. Möglicherweise. But before we started talking, did the world end? Did you end? Was? Aber bevor wir angefangen haben zu reden, ist die Welt zu Ende gegangen. Hast du die Welt geendet? Das weiss sie eigentlich. Anstatt I'm sorry about what happened zu lassen. Es tut mir leid, was das letzte Mal passiert ist, aber der Erzähler hat mich dazu gezwungen, dich umzubringen und das war extrem unfair gewesen. But before we started talking... I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Ich weiss nicht. Müsste das passieren, dass ich die Welt beende? Wärst du glücklich, wenn ich das machen würde? Just like our darling princess, she wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Das mitten spinnt ein bisschen. Ist es nicht herzig, unsere Prinzessin? Sie will uns glücklich machen. Mein Herz schmelzt bei jedem Wort, das sie sagt, das durch ihre wunderschönen Lippen kommt. Listening to her, that's a confession. Liest du überhaupt... was? Eine Confession? Das heisst ja eigentlich, sie gibt es zu. Are you listening to her? Ja, genau. Hörst du überhaupt zu? Das ist ja eigentlich das Geständnis. Und ich sage... I have the feeling one way or the other about the world ending. Honestly, the world sucks, people are plagued, and I hope you brought a slow and painful ruin to them. Ehrlich gesagt, ist die Welt einfach scheiße. Die Leute sind wie ein Plag und ich hoffe, du bringst irgendeinen langsamen und schmerzvollen Tod für die alle. Alter! Was ist das für eine Antwort? I have no feelings one way or the other about the world ending. Nein, das stimmt nicht. Also, nein, ich will nicht, dass die Welt endet. Then I didn't end the world. Dann will ich halt die Welt nicht beenden. See, she didn't confess anything. She is innocence itself. Dann sagt er, siehst du, sie gesteht ja gar nicht, sie ist einfach unschuldig. Not so sure. Der Held sagt, ich bin nicht sicher.
You killed me last time and it hurt. Why did was? I didn't bring a knife. Oh, wartet mal. I'm sorry about what happened last time. Ja, genau. Hey, es tut mir leid, was das letzte Mal passiert, aber der Narrator hat mich dazu gezwungen. Another version of me was pushed to such drastic action. It was for good reason. Also wenn meine vorhergehende Version dich zu dem gebracht hat, dann für einen guten Grund. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Ja genau, hey, das ist alles okay, du hast das Richtige gemacht und das ist doch alles, um was es geht. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. She took that in stride, at surprised extent. Das heißt so viel wie, sie hat das gelassen hingenommen, in überraschendem Ausmaß. Eigentlich ein fast unberuhigenderes Ausmaß. Also der Hero macht sich Sorgen, ob nicht wirklich doch irgendetwas schräg läuft mit der Prinzessin. That's because she's perfect. Das liegt daran, weil sie perfekt ist. You think she has someone like him telling her what to do? Glaubst du, sie hat jemanden wie er telling her what to do? Moment, warte. Do you think she has someone like him telling her what to do? Glaubst du, dass sie jemanden hat wie er, wo ihr sagt, was sie zu tun hat? Oh, das wäre ja ganz geil. Also, der Hero sagt in dem Fall, oder glaubt, dass sie auch Entscheidungen trifft anhand davon, genau gleich trifft, wie ich meine Entscheidungen treffe. She doesn't. There's no one else like me. Aha, macht sie nicht. Es gibt niemand anders als I mich. think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Ich denke, das stimmt, because I like it better if she doesn't have someone horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Es wäre aber besser, es wäre nicht so, dass sie nachher zu etwas dazu gezwungen wird, wie zu etwas Schrecklichem. Also, dann hat vielleicht der Narrator ihr gesagt, sie soll mich abstechen. Das wäre dann wieder der Narrator, weil sie hat ja geschnallt gehabt, dass ich sie bedrohe, weil nicht ich das will, sondern weil das der Narrator will. Also müsste ich euch nicht ihre Schuld geben, dass sie mich abgestochen hat, weil dann würde es ja bedeuten, dass sie das gemacht hat, weil es euch der Narrator ihr gesagt hat. Aber ich kann ja gleich fragen, you killed me last time and it hurt a lot. Why did you do that? Ich tue schnell speichern. Die sieht auch ganz anders aus, viel herziger jetzt. Explore. Ich habe kein Messer dabei. Muss ich dich nur einmal schneiden? Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass sie sich wieder den Arm abbeißt. I'm sorry. Didn't you want me to? Oh, es tut mir leid, aber hast du das nicht auch wollen? Did we? Nein, das haben wir nicht wollen. We warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. Wir haben sie davor gewarnt, und das hat ihr quasi eigentlich praktisch gesagt, dass wir sie umbringen wollen. Und sie hat die Entscheidung getroffen, uns von dieser Miserie zu befreien. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. Ja, genau. Sie hat die Entscheidung für die beste Entscheidung für sich getroffen. Du nicht so schnell urteilen über quasi die Lebenswertigkeit von ihr.
Just learn yourself up to manipulation. Du machst es nur noch einfacher, dich von ihr zu manipulieren. Okay, rescue the princess. Ja, kann ich ja nicht. Nicht, Prinzessin. Ich weiss zwar nicht, ob sie überhaupt angekettet ist. Das sehe ich ja da gar nicht. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? And even if you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Der Narrator sagt, was, sie retten? Von was redest du überhaupt? Hast du überhaupt vergessen, dass sie die Welt auf eine monströse Art und Weise will enden? Wenn sie du quasi befreist, oder die Welt loslässt, dass das in einem riesigen moralen Desaster endet. Get her out of the chairs. Also, ja, viel Glück mit dem. Don't you see how dainty her hands are? You'll be able to slip her out with ease. Und hast du gesehen, wie klein ihre Hände sind? Das ist ja ganz einfach, dort rauszurutschen. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Nein, sie ist ein Gefangener. Du kannst nicht einfach die Hände durch die Ketten Her durchschlüpfen. hand could just slip out of the chains. Why hasn't she done it already? Und der Hero sagt, wenn ja ihre Hände sowieso durch das Ding durchkommt, wieso hat sie es denn nicht schon gemacht? Because we've yet to present her with her freedom. Weil wir ihr quasi das Geschenk von der Freiheit geben. Also, weil wir es ihr I'm gezeigt not haben. sure I follow. Und er sagt, der Held, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das kann Would verstehen you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? Willst du lieber mir glauben, wo vom Herz geleitet wird für eine gute Sache? Oder willst du lieber an deinem Teufel auf deiner Schulter glauben, was du kannst und was du nicht I kannst? think I'd rather believe in facts. Also ich würde am liebsten an Fakten glauben. Ah, so you're one of those empiricists. Empiricists? Was ist ein Empiricists? Was? Ah, und dann bist du so ein Empiriker. Ach so. Also jemand, der durch eigene Erfahrung durch eigene Erfahrung lernt. Ja. One of us has to be. Wenigstens einer von uns sollte das Then let sein. me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. Lass mich dir eine neue Wahrheit zeigen. Erzähler, wir gehen weiter und befreien sie. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? Was machst du denn? Take over our body and forces us to try to kill her. Dann willst du uns dazu bringen, sie umzubringen. would if you had a weapon. Das würde ich machen, wenn du eine Waffe Not hättest. on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Nicht mit mir. Mit meinem passionate contain Titanic depths. If you try anything to might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Also, falls du versuchst, sie wirklich umzubringen, dann werde ich unser Leben auslöschen, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. You wouldn't. Das machst du nicht. I would. Ich will! I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Ich würde auf ihn hören, wenn ich du wäre. He has a lot of strong feelings. Er hat sehr starke Gefühle. Und der Hero sagt jetzt plötzlich, ist es nicht so, dass die Welt endet, wenn wir sie nicht stoppen? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned.
we're doomed. So geil. Ah, du gehst zur Prinzessin und kannst ihre Hand langsam aus den Fesseln befreien. Das sollte eigentlich gar nicht funktionieren. Ich bin verflucht und wir sind alle im Verderbnis. I can't believe it. But I guess I have to. Ich kann es nicht glauben. But I guess I have to. Aber ich muss es. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. Es gibt kein Leben, das wertvoller ist als von jemandem, der an die Wahrheit glaubt. Also ein richtiger Gläubiger. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. Ich bin frei und du hast mich nicht versucht umzubringen. Danke vielmals. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Der Erzähler ist so geil. Das schießt mir voll an. Die Prinzessin springt auf und umarmt dich in einem joyful. Gott verdammt! Ich kann nicht mehr. Joyful, in einer liebevollen Umarmung. So. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Wenn du doch nur eine Waffe hättest, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back. Dann würde einfach das Messer rausrutschen per Zufall und ihr gerade in den Rücken rein und jeder wäre gerettet. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Glücklicherweise für Mr. Romance, wir haben keine Waffe. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? Das ist geil. Wer braucht schon eine Waffe, wenn wir die Kraft von der Liebe auf unserer Seite haben? What do we do now? Was machen wir jetzt? We leave and then we have our whole lives to figure out what we want to do next. Ja, die Frage ist nur... jetzt frage ich Sie einfach mal, was würdest du denn dort Let me guess. End the world? Lass mich mal erraten. End the world. Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Gesprochen von jemandem, der noch nie Liebe in seinem Herz gefühlt hat. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Niemand hat mich gefragt, was ich überhaupt will vorher. I mean, you sort of did last time, but this is different. Ich meine, du hast das letzte Mal zwar gemacht, also du hast das irgendwie letztes Mal gemacht, aber diesmal ist es anders. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Der Held macht jetzt... Das ist lustig, der Held ist sich gar nicht sicher, was er soll glauben. Er ist recht unsicher, weil er sagt jetzt gerade, sie weiss nicht einmal, was sie will. You may have her... Vielleicht hast du das immer falsch verstanden. Vielleicht, wieso, was ist, wenn das schon lange ein Missverständnis war und sie eigentlich gar nicht die Welt beenden? So gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? Was ist gullible? Der Narrator ist ein bisschen hässig auf uns, weil wir nicht machen, was er sagt. Das ist so leichtgläubig. Ist das Einzige, woran sie jemals gezweifelt haben, die tatsächliche Wahrheit? Ja was? Das ist ja keine Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, wenn ein Erzähler sagt... Wobei, der Erzähler ist ja der, wo... Moment, der Erzähler ist ja eigentlich der, der Geschichte erzählt. Und das, was er sagt, das würde ja eigentlich an der Geschichte entsprechen, was ja dann eigentlich folglich, wenn wir die Geschichte spielen, die Wahrheit wäre. Darum kann ich sein Argument natürlich verstehen. Das stimmt irgendwie. I think I want to leave. And I think... Ich glaube, ich will gehen und ich denke... Princess closes her eyes in deep reflection. Die Prinzessin schließt ihre Augen und reflektiert. Then she shrugs. Und dann zieht sie die Schulter hoch. I don't know. What do you want to do? Ich weiß nicht. Was willst du? I want you to tell me what
what you want. There must be something you want. Do you want to end the world? I just want to leave. We can figure out the rest later. If you want to leave, then let's leave. Das Ding ist ein bisschen verschwunden da unten. Das Menü. Ich mache mal da noch ein Save. Also, sie weiß nicht, was sie will. Und wenn ich jetzt ihr natürlich sage, ich will, dass du mir sagst, was du willst, dann sagt sie, ich weiß es ja immer noch, weil sie weiß es jetzt schon nicht. Das ist eigentlich eine dumme Aussage. There must be something you want. Es muss doch irgendetwas geben, was du willst. Und die Frage, willst du, dass die Welt endet? Dann fragt sie mich, ja, willst du, dass ich das mache? Und wenn ich sage, I just want to leave, dann würde das passieren, was ja der Narrator gesagt hat, sobald sie die Hütte verlässt, endet die Welt. Nur die Frage ist das ein Problem? Ich frage sie jetzt einfach mal, da gibt es doch sicher etwas, was du willst. I just want to make you happy. Sie will mich... Oh Gott, Musik. I just want to make you happy. Ich will dich einfach nur glücklich machen. She can't just want to make us happy. Der Hero sagt, sie kann doch nicht einfach nur uns glücklich machen. Das stimmt. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Das Mitten ist ein bisschen romantisch eingehaucht. Und er sagt, das macht für mich Sinn, weil schließlich ist das, was wir für sie wollen, jetzt gleich wie wir für sie wollen. Das macht keinen Sinn. Das Gleiche, oh Gott. Weil das, was sie für uns will, ist das Gleiche wie das, was wir für sie wollen. Ich tue jetzt noch, but what make you happy? Aber was macht dich denn glücklich? I just want to make you happy. Is she broken? What's going on? Ja, das frage ich mich auch. Ich frage sie, was macht dich denn glücklich? Und nachher sagt der Hero, was stimmt mit ihr nicht? Hat sie irgendeinen Fehler? What's going on is she's lying to you, only she isn't a good liar. Are you starting to trust me now? Was passiert hier gerade? Lügt sie? Nur, dass sie jetzt nicht ein guter Lügner ist. Glaubst du mir jetzt mehr? What I want you to tell me what you want. You have to want something more than just making me happy. But you need your own thing. You just met me. You can't base your entire happiness around me. Das stimmt. I want you to make me happy. I want you to make me happy. Do you want to end the world? Alter, die Musik, ey. Aber... You need your own... Aber du musst doch irgendetwas für dich... Es muss doch irgendetwas für dich geben. Du hast mich doch nur gekannt. Es kann doch nicht sein, dass deine gesamte Glücklichkeit nur mit mir zu tun hat. Das stimmt. Okay, if that's what makes you happy. Alter, was läuft? Okay, wenn dich das glücklich macht. This isn't right. I don't know what's going on, but this isn't right. Irgendetwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was passiert, aber irgendetwas I stimmt don't see nicht. the problem here. She's just sweet on us. You don't have to act like it's a big deal. Ja, ich sehe das Problem nicht. Sie ist einfach lieb zu uns. Macht doch keine grosse Sache daraus. You have to want something more than just making me happy. Es gibt doch sicher etwas mehr, wo du willst, als mich nur glücklich machen. Ja, das stimmt. Okay, I'll find something else to want if that makes you happy. Okay, ich finde etwas anderes, was dich glücklich macht. Is it just me, or does it feel like we're alone right now? Like we're the only ones here? Was? Entail, what? Bin das nur ich? It feels like we're alone right now. Like we're the only ones here. Geht's nur mir so, oder fühlt sich nicht so an, als wären wir allein? Alter! What the fuck? Alter!
What the fuck? Du hast, du hast die Chance nicht bekommen, eine andere Frage zu stellen. Irgendetwas hat sie weggezerrt and it's left something else in her place. Und es hat etwas anderes zurückgelassen. She was our perfect match. Nein, nicht unbedingt. Nein, es war unser perfektes Ding. Sie She's gone. ist weg. Where did she go? Wo ist sie hingegangen? Should we try and find her? Müssen wir sie finden? Is that a mirror? Ist das ein Spiegel? Why is it here? Warum ist er Why da? now? Und warum jetzt? I don't know where she went and I don't know how we'd even go about looking for her. The narrator is gone, ja, der Erzähler ist weg. I think I'm supposed to look at the mirror. Oh Gott. Die Musik, hey, jetzt macht mich verrückt. Wir wissen ja nicht, ob der Narrator da ist oder nicht. Und wenn ich sage, I think I'm supposed to look at the mirror, dann kehrt das der Narrator und hindert mich vielleicht sogar daran, weil beim letzten Mal ist er einfach schon verschwunden, der Mirror. Ich weiß nicht, wo sie hin. Das bringt euch nicht. Da irgendwie jetzt jammern, oh, ich weiß nicht, wo sie hier ist und ich weiß nicht, was machen, das bringt nicht. Ich würde sagen, ich frage mal, wo der Narrator ist. He is. Does that mean the world ended? Ja, er ist weg. Bedeutet das jetzt, dass die Welt beendet worden ist? Villain vanquished. Der Bösewicht ist weg. Ich denke, ich muss... I think I'm supposed to look at the mirror. Ich denke, ich muss in den Spiegel schauen. Something dreadful about it. I don't think you should. Der Held sagt, irgendetwas Schlimmes ist mit dem Spiegel. Ich glaube nicht, dass du das selbst... Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Der Smitten sagt, ich fürchte, was wir werden sehen, vermutlich in dem Spiegel, was ist, wenn wir einfach hier noch für einen Moment hocken. Das kann ja nicht schaden. Ich weiß nicht, wo sie hier ist und ich weiß auch nicht, we have even go about looking for her. You're right. She's gone. It's just us and that awful thing. Ja, der Hero sagt, ja, du hast recht, sie ist weg. Und es sind nur noch mehr da und das komische Teil. Das Can't believe she was taken away from us. The nerve. und das Mitten sagt, ich kann nicht glauben, dass sie einfach weg ist. Meine Nerven. Oh Gott, approach the mirror. Begging you, don't do this. Ich bete dich an, mach das nicht. Wieso ist das Einzige, was ich machen kann, ist ignore him. Können wir auch irgendetwas anderes machen? Oh! Ich tu mal da speichern. Okay, ich tu mal das nicht machen, Hero. Aber habt ihr jetzt gemerkt, die Ansichten von Smitten und Hero haben sich recht verändert. Der Hero war plötzlich am Zweifeln gewesen, ob man das Richtige macht, weil der Smitten einfach voll in seiner Romanze geschwebt ist. Und ich habe gefunden, jemanden retten ist doch immer eine gute Sache. Aber ich muss euch sagen, am Schluss war sie voll schräg gewesen, irgendwie. Also, ist vielleicht die fröhliche Heiterkeit vielleicht auch zu falsch? Ist es einfach zu oberflächlich? Müssten wir einen Mittelweg gehen, wo wir vielleicht ein bisschen pragmatischer sind und vielleicht weniger herzgesteuert? Ich kann nur ignore him. Ich kann nur ignore him drücken. Du näherst dich am Spiegel an. Also wirf einen Blick in deine Reflexion. Silence as you reach forward, they are gone. But the mirror remains. It's time for you to see what's in it.
Also Stille, währenddem als du vorwärts trittst. Sie sind weg, aber der Spiegel ist immer noch da. Es ist Zeit für dich zu sehen, was drinnen ist. The body, it's you. It's you. Okay, ich bin einfach ein Gesicht mit dunklen Augen und mit so einer komischen Hand. Das bist du. You are alone in a place that it's empty. It is quiet here. Du bist allein an einem Ort. Alone. Du bist allein an einem Ort, wo leer ist. Es ist sehr still hier. Proceed to the cabin. Wie soll denn das gehen, wie? Gang zum Haus. What? You are at the cabin. Du bist beim Haus. Oh Gott, what the fuck? Approach her. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Irgendetwas hat mich in der langen Stille gefunden und bringt mir ein Geschenk als eine fragile Hülle. Meint sie damit mich oder meint sie jetzt die Prinzessin? What are you? The gift of a fragile vessel. Is this the end of the world? Let her out of here. Of there. Do you know the narrator? Das wäre eigentlich noch eine gute Frage. Ich tue mal da speichern. Kennst du? Aren't you? Are you what sent me to slay the princess? Are you what trapped me here? Do you know about the world beyond this place? Are you the princess? Do we know each other? What happened now? Attack the entity. Destroy your body. Oh Gott, das gibt so viele Sachen. Was bist du, ist eigentlich die erste Frage. I am solitary lights in an empty city. What are you? A solitary light in an empty city. Ich bin es Licht. Ich bin einsame Lichter in einer leeren Stadt. Nein, das bist du nicht. Was denkst du, bin ich? I don't know what I am. I am a person. Ich bin eine Person. What are you? Ich bin eine Person. A person. A set of eyes witnessing from one perspective. I think that you are more like me than you are like a person. Hä? Eine Person, eine Reihe von Augen, Zeugnis von einem perspektivischen, denke ich, dass du mir ähnlich bist, also du bist wie ein Mensch. You are more like me, du bist mehr als ich, than you are like a person. We are oceans, reduced to shallow creeks. Wir sind Ozeane, die auf einzelne Shallow, auf kleine Creeks, was sind das, Wellen? Reduziert auf... Sorry. Flache Bäche. Wie sind Ozeane reduziert in flache Bäche? Okay, whatsoever. Kennst du den Narrator? You are the only thing I have ever known. Du bist das Einzige, was ich jemals kennengelernt habe. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Was der Raum, wo wir drinnen sind, ist abwesend. Nichts kommt hier an. Also ist leer quasi. Oh Gott, das ist so. Let her out of there. Is this the end of the world? The gift of a fragile vessel. Yes. Nerves and fibers to feel the worlds beyond. Perspectives to
to make my own. Ja, Nerven und Fasern, um die Welt dahinter zu spüren. Perspektiven, die ich machen kann. Perspectives to make my own. Also die Entität will sie quasi, um die Welt zu spüren. This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Sie ist weich und delicate. Wunderschön. Du hast sie dazu gebracht, dich zu lieben. And she'll make for a gentle heart. And shall make. Und hast sie dazu gebracht für ein sanftes. Und sie wird für ein sanftes Herz sorgen. Do not mourn her. She has served her purpose. Trauere nicht um sie, sie hat ihren Zweck erfüllt. Ist das Ende der Welt? How can the world have ended if we are talking? Wie kann die Welt untergegangen sein, wenn wir miteinander reden? Oh, ich liebe so Logik. Are you what sent me to slay the princess? Are you what trapped me here? Wieso sollte ich das fragen? Do you know about the worlds beyond this place? Kennst du, weißt du über die Welten jenseits von dem Ort Bescheid? Are you the princess? I know only that they are. Du weißt nur, dass es die gibt. Are you the... Do we know each other? Kennen wir uns beide? You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Du kommst mir... du kennst dich... Was? You are familiar. Nein! Ich kenne dich, aber du bist nicht mich. Ich fühle Trauer, Sehnsucht, Hoffnung. As I witness you. Wenn ich... as I witness you. Wahrnehmen. Witness... Mann! Bezeugen. Also, wie ich bezeuge. Let her out. Are you what sent me to slay the princess? Bist du das, wo mich dazu gebracht hat, sie umzubringen? Wieso setzt sie? Sie hat sie jetzt ja festgenommen. What happens now? Are you the princess? Das ist so eine dumme Frage, aber eigentlich, das sind immer so die Fragen, wo man denkt, wieso ist das eine blöde Frage? Und schlussendlich ist es vielleicht gar nicht mal so eine dumme Frage. She is part of me, and part of me is her. Okay, sie ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihr. But were you always the princess, or are you just making her a part of yourself? Aber bist du schon immer Prinzessin gewesen, oder hast du sie dir nur zum Teil von dir gemacht? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Du läufst im Kreis. Spielt es eine Rolle, wo Sachen anfangen und aufhören? Das ist die Huanei-Frage, oder? Ja, wir wissen eigentlich nicht, wer es losgeschickt hat, um die Prinzessin umzubringen. Der Narrator hat es einfach beschrieben. Oder hat es... Das ist noch schwierig. Are you what sent me to slay the princess? Are you what trapped me here? What happens now? Komm, ich frage mal das. Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. Ja. Es passiert nicht, as we are, im Moment, also ja, so wie wir jetzt da sind. But sie weiß,
dass es Welten hinter dieser Welt gibt und wir sind eigentlich da, um die zu erreichen. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Es gibt keinen Ausweg, aber sie ist eine Hülle. This vessel, also die Hülle, ist ein Charakter. Perception ist Wahrnehmung, von der Wahrnehmung sich kann machen. She can make you forget. Sie can make you forget. Sie kann machen, dass du es vergisst. If you only believe her to be able to. Wenn du nur glaubst, dass sie das kann. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Bring mir mehr Perspektiven, sodass ich ganz werde. Nur dann werden wir den Frieden bringen. Fürchtest du nicht, dass ich einen Weg wird finden, dich umzubringen? How much will I forget? Wie viel will ich vergessen? How many more pieces of you do I have to find? Wie viele Stücke von dir muss ich finden? And what if I don't let you do this to me? Und was ist, wenn ich das nicht mit mir machen? I was sent to slay the princess to stop her from destroying the world. If I help you, is that what you're going to do? Also wenn ich dir helfe, ist das, was du machst? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Du fragst Sachen, die nicht sein können oder die nicht gemacht werden können. Etwas zu stören heisst einfach, etwas zu verändern oder zu remolden, umzuformen. Du redest geheimnisvoll. Was machst du wirklich? Also nein, was machst du, wenn ich dir helfe? Ja, genau. How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Wie kann ich das wissen? Ich flackere in etwas weitläufig und unbeleuchtet. Okay. Oh Gott, das Spiel, hey, das ist so geil. Ich lieb's. Wie viel werde ich vergessen? Können wir vielleicht fragen, how many more pieces of you do I have to find? Das weiß ich ja gar nicht. Wie kann ich das wissen? Aren't you scared that I find a way to kill you? Wieso sollte ich das machen? How many more pieces? How much will I forget? Everything. Until we meet again. Alles, bis wir uns wiedersehen. Aber ich kann ja nicht vergessen. More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Mehr than you have found. Also mehr als ich gefunden habe, aber weniger als es zu finden gibt. Ich bin unendlich. But less than there are to find. The rest will find their own way home. Die anderen werden den eigenen Weg zurückfinden. Oh Gott! Das ist so kompliziert. Also, es gibt mehrere Varianten von ihr, aber nicht so viel, wie es eigentlich zu finden gibt. Das heisst eigentlich im Prinzip, es gibt nicht bei jeder Entscheidung gibt's so eine Entität.
das heisst sie eigentlich. I am infinite. Ich bin unendlich. Der Rest will find their own way home. Das würde eigentlich so viel heißen wie, es gibt mehrere Entscheidungen, die mehrere Konsequenzen haben, aber viele führen vielleicht zum gleichen Resultat. And what if I don't let you do this to me? Ja, gute Frage. Then we will be here forever, as we are now, unfinished, dry, hollow. Ja, dann werden wir von immer da sein, so wie wir jetzt sind. Unfertig, trocken und hohl. Ich gehe nicht zurück und ich warte. Okay, wieso sollte ich das machen? Aren't you scared that I'll find a way to kill you? Wieso sollte ich sie umbringen? Eigentlich würde ich gerne wissen, was passiert, wenn man wartet, ob das einen Einfluss hat. Aber sie sagt mir ja eigentlich, das geht für immer. Also bringt es wahrscheinlich gar nicht. Okay, komm, machen wir ein Make Me Forget. She asks that I tell you to remember her. Sie fragt, ob ich dir soll sagen, I tell you to remember her. She asked that I'll tell you to remember her. Sie sagt mir, sie fragt, ob ich sie wieder, mich an sie wieder erinnere. You won't. Du wirst es nicht. Everything goes dark and you die. Alter, bin ich jetzt verklipft. Alles wird Spaß und du stirbst. Chapter 1. The Hero and the Princess. And You're on a path idealized. in the woods, and at the end of that path is a cabin. I know you're what? And in the basement of that cabin is a princess. Alter, was passiert? Jetzt sind wir wieder im Chapter 1. Das Wessel oder die Entität hat mir gesagt, dass ich mehrere Perspektiven muss aufzeigen muss, um sie ganz zu machen. Das würde eigentlich bedeuten, wir müssen mehrere Sachen versuchen vielleicht auch. Oh Gott, das ist so spannend! Oh Gott, ist das geil! Wir machen das... Wir behalten mal das, weil wir da noch Entscheidungen getroffen haben. Wir dann mal da speichern. Da haben wir jetzt wieder angefangen. Ich würde es so machen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt das gespeichert. Und wir wissen jetzt ja eigentlich, was passiert. Wir versuchen vielleicht dem mal am Narrator weniger Möglichkeiten zu geben, durchzublicken, was wir vorhaben. Aber ich weiss eben auch schon ein bisschen, was passiert. Anhand von der Demo. Prinzessin ist nämlich nicht immer in der gleichen Stimmung. Und sie wird quasi davon beeinflusst, wie wir sie sehen. Also unsere Wahrnehmung beeinflusst den Ausgang von der Geschichte. Und weil wir davon ausgehen, dass die Prinzessin eine Liebe ist sie einfach eine Liebe, hat aber selber keine Meinung und ist einfach eine leere Hülle. Alter, das ist hure kompliziert. Aber so fucking geil, ey. Ach, ich liebe das Spiel. Das hat sich absolut gelohnt, finde ich. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Und sorry für das Gestruggle, das ich manchmal habe mit dem Englisch. Es gibt Haufen Wörter, die ich wirklich nicht kenne. Und manchmal, einerseits ist es schwierig manchmal für mich, Englisch in Deutsch zu übersetzen, gerade passende Wörter zu finden. Weil ich verstehe den Sinn vom Satz, aber es ist schwierig, den umzumünzen ins Deutsch. You are on a path in the woods. Ich meine, das ist, du bist auf einem Pfad durch den Wald, oder? Ich meine.
And then the path is a cabin. Am Ende vom Pfad hat es ein Haus and in the basement of the cabin is a princess. Und im Keller von diesem Haus ist eine Prinzessin. Das geht alles relativ gut. Aber manchmal, jetzt gerade auch vorher mit der Entität, ich meine, es macht im Englisch einfach so viel Sinn, den Satz so aufzustellen, wo im Deutsch ist es manchmal schwierig, das so zu übersetzen. Und gewisse Wörter kenne ich einfach wirklich nicht. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber ist ja gut, haben wir wieder ein paar Wörter gelernt. Und ich finde es auch geil, wie der Narrator einfach so ein richtiger lustloser Sieg ist, der einfach sagt, oh Gott, jetzt macht er wieder die Scheiße, oder? Ich frage mich, ob jetzt da durch die Entität, ob das Geheimnis da drin liegt, dass wir eine Art Zwischenweg gehen. Dass wir vielleicht der Prinzessin helfen, aber nicht ganz so zuvorkommend sind. Dass wir vielleicht irgend so einen neutralen Weg wählen. Oder ich meine, wir hätten da können wählen, wir vertrauen ihr nicht und bleiben einfach mit ihr im Basement. Dann wäre die Geschichte ja auch nicht fertig, sondern eigentlich würde sie einfach länger gehen. Und dann ist die Frage, was das bedeutet. Also dann würde eigentlich die Welt weniger schnell enden. Was wir natürlich auch machen könnten, jetzt bei dem Mal einfach mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt einfach rigoros genau das machen, was der Narrator sagt. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wir dann mal schauen, dass wir möglichst viel Misstrauen haben und einfach am Narrator folgen. Und dann mal schauen, wo uns denn das hinführt. Und wir sind einfach rigoros, wir lassen uns nicht verunsichern oder so, sondern wir gehen innen, zack, fuck. Was habe ich jetzt fertig und fertig, kann ich alles sagen. Oh Gott, es ist schon spät für mich, ich sollte liegen. Ja, dann gehen wir einfach ab und machen diesen Job und schauen, dass der Job gemacht wird. Ja, das war sehr ein sinnvoller Satz gewesen. Gut, ich hoffe, ich habe es Spaß gemacht. Ich hoffe, es war spannend für dich und es hat Spaß gemacht. Ich werde das dann auf YouTube hochladen. Glückwunsch, wenn du das siehst, habe ich mich dazu entschieden. Und würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Mir macht es mega Spass. Ich bin jetzt gerade vorher ein bisschen verklippt, dass einfach so paff und du bist tot. Also ich habe irgendwie noch gedacht, da kommt ein Licht und da fliegen wir rein und Tatsch kommt. Und ich bin auch ein bisschen verklippt, dass wir im Chapter 1 wieder angekommen sind. Heisst für mich, wir haben doch irgendetwas nicht ganz so richtig gemacht. Und es stimmt ja schon, die Prinzessin war eine leere Hülle. Weil wir haben sie zwar befreit, aber wir haben ihr absolut keinen Charakter gegeben, also keine Struktur hinterlegt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was wir auswählen, das, was wir fragen und das, was der Narrator sagt, bestimmt, wie die Sachen funktionieren in dieser Geschichte. Und wenn der Narrator sagt zum Beispiel, ja, sie ist böse und sie will alles zerstören, dann ist sie eher so. Wenn der Narrator sagt, hey, look, sie will dir einfach schöne Wörter ins Müll setzen und so, und Tore setzen und bla bla bla, dann ist sie auch eher so. Also es ist so wie, ich habe das Gefühl, während dem, was wir reden, der Narrator, ich und der Hero und der andere da, formt sich die Welt und setzt sich zusammen. Also der Charakter wird quasi anhand von meinen Fragen, die ich stelle, und der Aussage oder der Narrator macht geformt. Das habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und vielleicht müssen wir dafür sorgen, dass alles mehr Struktur überkommt. Dass wir vielleicht versuchen, so eine möglichst packende Geschichte zu erzählen, damit jeder Charakter möglichst ausgeschmückt wird, damit die Welt voller wird und nicht einfach so plain, so nach dem Motto, das ist eine Prinzessin, bring sie um und that's it, oder? Aber wir werden das gleich machen beim nächsten Mal, wie ich ja schon gesagt habe. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!